Heiligabend 2007. Eine Bombardier-Challenger 604 hebt vom Flughafen Almaty in Kasachstan ab. Zweistrahlig, 2 Piloten, eine Flugbegleiterin, der einzige Passagier ist ein Deutscher. Die Startbahn ist komplett vereist. Die Piloten treffen eine tödliche Entscheidung. Erst abheben, dann in der Luft die Tragflächen enteisen. Kaum ist die Maschine in der Luft, berührt die rechte Tragfläche die Startbahn. Der gesamte Rumpf kippt fast 90 Grad nach rechts, kracht in eine Mauer, bricht auseinander. Die hintere Hälfte explodiert. Ein Pilot ist sofort tot, aber die vordere Hälfte, dort wo der einzige Passagier sitzt, rutscht wie ein aufgerissener Dosendeckel über den Boden. Er kriecht aus dem Wrack. Verbrennungen im Gesicht, ein Ohr abgerissen, liegt im Schnee. Als die Sanitäter eintreffen, suchen alle im Schnee nach diesem Ohr. Später wird es gefunden, wieder angenäht. Sein Name Lars Windhorst. Ein Mann, der zweimal pleite ging, vorbestraft ist und trotzdem immer wieder Milliarden aus den obersten Etagen der europäischen Finanzwelt bekommt. Der deutsche Botschafter eilt ins Krankenhaus. Lars ist schon wach. Eine Krankenschwester will ihm die Jeans aufschneiden. Er sagt, lassen Sie das, ich habe nur eine Jeans dabei. Ich muss noch nach Hongkong. Der Botschafter sagt, schauen Sie mal in den Spiegel, Sie gehen nirgendwo hin. Aber eine Woche später schließt dieser verbrannte Mann von seinem Krankenbett aus einen Deal ab und wird einer der größten Aktionäre von Air Berlin. Er hat später selbst gesagt, dass dieser Absturz einen Glaubenssatz in ihm zementiert hat. Ich bin unzerstörbar. Nichts und niemand kann mich zu Fall bringen. Genau dieser Glaube wurde zum psychologischen Fundament aller späteren Katastrophen. Denn vor dem Absturz war er bereits zweimal pleite. Und ein Mann, der zweimal pleite ging, warum sitzt er überhaupt in einem Privatjet? Woher kam das Geld für dieses Flugzeug? Um das zu verstehen, müssen wir 15 Jahre zurückgehen. In die Garage eines 14-Jährigen, Anfang der 90er. Ostwestfalen, ein kleiner Ort namens Raden. Hier kommen Unternehmen wie Miele und Bertelsmann her. Aber im Norden dieses Städtchens, auf einem ganz normalen Bauernhof, sitzt ein 14-jähriger Junge. Lars Windhorst. Er baut in der Garage seiner Eltern Computer zusammen. Teile aus Asien importiert, Klassenkameraden als Mitarbeiter. Er selbst behauptet, im ersten Jahr schon 40 Millionen Euro Umsatz gemacht zu haben. 40 Millionen Euro, ein 14-Jähriger. Kein Geschäftsbericht, keine Wirtschaftsprüfung, keine unabhängige Bestätigung. Nur eine Zahl. Und ein Junge, der diese Zahl erzählt. Aber ein ehemaliger Klassenkamerad erinnert sich, Lars brachte schon als Kind das Handelsblatt mit in die Schule. Wirtschaftsdaten interessierten ihn weit mehr als der Biologieunterricht. Er konnte sich eine Information auf Seite 20 merken und sie mit etwas auf Seite 5 verknüpfen, auf eine Weise, die sonst keiner sah. Mit 16 bricht er die Schule ab. Das Zeugnis des Direktors ist knapp und präzise, nicht beschulbar. Aber der Direktor lässt ihm eine Hintertür offen. Falls es schief geht, kann er wiederkommen und die 11. Klasse wiederholen wie ein Austauschschüler, nur ein Jahr verloren. Aber der eigentliche Grund für den Abbruch ist kein Aufbegehren. Es ist ein Anruf. Sommer 1999. Sein wichtigster Lieferant, der chinesische Geschäftsführer einer taiwanesischen Computerfirma, ruft an, um sich zu verabschieden. Er verlässt die Firma. Lars sagt, lass uns treffen. Der Mann sagt, okay. Lars sagt, ich komme zu dir. Weil ihm glasklar ist, wenn dieser Mann nach Raden kommt und sieht, dass die Firma eine Garage ist alles vorbei. Er fährt mit dem Zug nach Düsseldorf. Auf dem Bahnsteig wartet eine Menschenmenge. Nur ein asiatisches Gesicht. Lars rennt hin. Herr Chang? Ja, ich bin Lars Windhorst. Der Mann mustert ihn. Du siehst aus wie 12, nicht wie 16. Dann gehen Sie in die Altstadt. Altbier trinken. Reden einen ganzen Abend lang, 3 Stunden. 4, 5, 6. Lars hat damals kein Handy. Er ruft auch nicht bei seinen Eltern an. Er verpasst den letzten Zug, seine Eltern rufen die Polizei. Einen Monat später kündigt dieser chinesische Geschäftsmann, zieht ins Gästezimmer bei Lars Eltern ein und wird sein wichtigster Partner. Hörst du es? Lars' ursprüngliche Kernkompetenz war nie Technik. Seine allererste geschäftliche Entscheidung mit 13? Nicht Programmieren lernen, nicht Lieferketten studieren, sondern alten Leuten kostenlos Computerkurse geben, im Tausch gegen ein seriöses Logo. Weil er wusste, wenn asiatische Geschäftspartner einen professionellen Briefkopf sehen, nehmen sie dich ernst. Wer mit 13 so denkt, der holt sich später mit einem Büro aus schwarzem Marmor Milliarden von Bankern. Das ist keine Überraschung. 2 Jahre später, 1997, ein 19-Jähriger steht neben Helmut Kohl.
Im selben Bild wie der Siemens-Chef und der Bertelsmann-Boss. Auf einer Asienreise mit dem Bundeskanzler. Kohl sagt öffentlich einen Satz: Deutschland braucht mehr solche jungen Leute. Dieser Satz wird für die nächsten 30 Jahre Lars' größte Kreditgarantie. Kein Geschäftsbericht nötig, keine Prüfung. Ein Foto mit dem Kanzler reicht. Aber jemand aus seinem Umfeld sagt damals prophetisch: Wenn jemand von klein auf als Wunderkind bezeichnet wird, kann sein Selbstvertrauen außer Kontrolle geraten. Solange niemand ihn auf dem Boden hält, wird er leicht zum Narzissten. Diese Prophezeiung erfüllt sich schnell. Der Umsatz schießt von 40 Millionen auf über 100 Millionen Euro. Lars wird der deutsche Bill Gates genannt. Talkshows, Staatsbesuche, in Vietnam plant er das höchste Hochhaus des Landes, den Windhorst Tower. Aber das Gebäude bekommt nie eine Baugenehmigung, er gibt später selbst eine tödliche Gegenläufigkeit zu. Öffentliche Aufmerksamkeit und geschäftlicher Erfolg verlaufen in komplett entgegengesetzte Richtungen. Je mehr Zeit ich in Talkshows und Interviews gesteckt habe, desto schlechter lief das Geschäft. Die ersten 2 Jahre gut, das 3. gerade so, das 4. abwärts, das 5., in seinen eigenen Worten, in richtig großen Schwierigkeiten. Dann kommt die Dotcom-Blase. Er bürgt persönlich für ein neues Internetunternehmen. Als die Blase platzt, ist nicht nur die Firma weg. Er selbst geht mit unter. Unternehmensinsolvenz, Privatinsolvenz, kein Handyvertrag, weil im Kreditsystem neben seinem Namen ein Totenkopf auftaucht. Kein Bankkonto, keine Kreditkarte. Er muss sich von seiner Mutter, seiner Großmutter, seinen Schwestern Geld leihen, um telefonieren und Auto fahren zu können. Und dann tut er etwas, wozu ein normaler Mensch nicht fähig wäre. Er fliegt Economy. Immer der Mittelsitz, immer eingeklemmt zwischen schreienden Kindern. 12 Stunden nach Hongkong, einen Tag da, 12 Stunden zurück, 2 Tage Berlin, dann Tokio. Monatelang. Er besucht jeden einzelnen Gläubiger persönlich. Entschuldigt sich. Erklärt. Fängt die Emotionen auf. 88% der Gläubiger stimmen am Ende einem Vergleich zu. 1,5 Jahre später ist er aus der Privatinsolvenz raus. 2 seiner Gläubiger, die durch ihn Geld verloren hatten, geben ihm danach erneut eine Chance. Warum gibt man jemandem, der einen schon Geld gekostet hat, wieder Geld? Die Antwort steckt in einer gefährlichen menschlichen Schwäche. Investoren lieben Comeback-Geschichten, weil sie enormes Aufwärtspotenzial versprechen. Man wettet nicht auf seine Vergangenheit, man wettet auf seine Phoenix-Story. Nach dem Absturz kehrt Lars als Finanzinvestor zurück. Er geht nach London Mayfair, dort wo russische Oligarchen und Milliardäre aus den Emiraten ihre Deals machen. An der Savile Row mietet er ein Penthouse-Büro. Kompletter Umbau. Schwarzer Marmor, moderne Kunst, ein Weinkühlschrank vom Boden bis zur Decke. Flaschen für über 1000 Pfund, die mit einem leisen Klingen in die Gläser der Besucher fließen. Die Banker, die reinkommen, haben vielleicht noch einen Rest Skepsis. Aber sobald dieses Glas in ihrer Hand ist, löst sie sich in Luft auf. Er gründet eine Holdinggesellschaft, die sich später zu Tenor entwickelt. Auf seiner 74 Meter langen Superyacht The Global empfängt er einen besonderen Gast, Bruno Krastes, Europas schillerndsten Fondsmanager. Ab diesem Moment beginnt eine Katastrophe von über 2 Milliarden Euro sich zusammenzubrauen. Bruno Krastes. Silberhaar, bronzefarbene Haut, ein mediterranes Lächeln voller Eleganz. Er gründete HZSO Asset Management. Der Name bedeutet Wasser, als Versprechen, dass Anleger jederzeit an ihr Geld kommen. Verwaltetes Vermögen, Dutzende Milliarden Euro. Ein großer Teil davon sind Renten und Ersparnisse ganz normaler europäischer Bürger. Seine Anlagephilosophie ist simpel. Wenn alle in Panik verkaufen, kaufe ich nach. Wenn alle rennen, bleibe ich stehen. Während der Finanzkrise hat ihm das enorme Gewinne beschert. Aber diese Firma, die Wasser heißt, kauft später ausgerechnet das, was am wenigsten wie Wasser ist. Lars bewirtet Bruno und seine Familie auf der Yacht. Eine Woche Neujahrsreise. Bruno schreibt danach in einem Brief: Das ist eine familiäre Beziehung. Lars antwortet: Für mich fühlt es sich auch an wie eine große Familie. Ein Fondsmanager, der anderer Leute Renten verwaltet, und ein vorbestrafter, 2-mal pleitegegangener Finanzspieler werden unter der Mittelmeersonne zur Familie. Das ist der Ausgangspunkt einer Katastrophe von 27 Milliarden Euro. HZBO hätte eigentlich nur in liquide, transparente Finanzprodukte investieren dürfen. Das sieht die Lizenz vor, das war das Versprechen an die Anleger.
Und Lars verkauft genau das Gegenteil. Extrem schwer veräußerbare, extrem undurchsichtige Anleihen. Eine Firma namens Wasser kauft einen Haufen zu eisgefrorenes Zeug. Warum kauft Bruno das? Weil in einer Zeit von Niedrigzinsen und quantitativer Lockerung nirgends ordentliche Renditen zu finden sind. Lars bietet attraktive Zinsen. Aber der Preis dafür ist, dass dein Geld eingesperrt wird in einem Netz aus Briefkastenfirmen, die niemand durchblickt. Ab 2015 beginnt H2O, Geschäfte mit Lars-nahen Gesellschaften zu machen. Die Methode heißt Repo, Rückkaufvereinbarung. Lars' Firma verkauft Anleihen an H2O und kauft sie dann wieder zurück. Kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Hin und her. Die Anleihen bewegen sich nicht nur zwischen H2XO und Lars auf und ab, sondern auch seitwärts zwischen verschiedenen Briefkastenfirmen von Lars. Eine Firma, die eigentlich Öl handelt, kauft plötzlich Anleihen einer Wäschefirma. Ergibt das irgendeinen wirtschaftlichen Sinn? Nein. Wie das Hütchenspiel auf der Straße. Die Kugel wandert zwischen 3 Bechern hin und her und egal wie genau du hinschaust, du verlierst sie aus den Augen. Das Geld zwischen Lars' Briefkastenfirmen funktioniert genauso. Bis 2017 verschärft sich die Lage dramatisch. Lars schreibt Bruno eine E-Mail, ganz unverblümt. Wir müssen die Bilanzen der einzelnen Firmen bereinigen. Übersetzt heißt das, hilf mir, die Anleihen von den Büchern zu nehmen, bevor die Wirtschaftsprüfer kommen. Wenn dich jemand bittet, ihm beim Wäschewaschen zu helfen, kein Problem. Aber wenn dich jemand bittet, seine Bilanz zu bereinigen, dann will er, dass du etwas versteckst. H2O's eigener Chief Investment Officer, Vincent Chaley, schlägt Alarm. Er schickt Bruno eine Warnmail. Lars nutzt unsere Bilanz als Hebel. Er hat sich zu viel bei uns geliehen, wir müssen handeln. Aber Bruno handelt nicht. Journalisten haben später alle bekannten Firmen und Summen rund um Lars nachverfolgt. Sie rechneten mit vielleicht ein paar 100 Millionen. Am Ende kamen über 1,4 Milliarden Euro heraus. Und die endgültigen Gerichtsakten zeigen eine noch erschreckendere Zahl. 2,7 Milliarden Euro. Zwischen 1,4 und 2,7 Milliarden. Wo die fehlenden 1,3 Milliarden geblieben sind, kann bis heute niemand vollständig erklären. Juni 2019. Lars verkündet lautstark seine Investition in Hertha BSC. Gesamtinvestition 374 Millionen Euro für 64,7% der Anteile. Die größte private Investition in der Geschichte der Bundesliga. Er steht im Olympiastadion und sagt, es gibt keinen Grund, warum Berlin nicht an die europäische Spitze gehören sollte. Aber ein Detail übersieht jeder. Lars braucht sogar für die erste Rate Liquidität von H2O. Ein Großinvestor, der 375 Millionen steckt, kann nicht mal die Anzahlung selbst aufbringen. Das Geld war nie seins. Es waren europäische Renten und Ersparnisse. Klinsmann kommt. Nach 76 Tagen ist er wieder weg. Vorher postet er ein Statement auf Facebook. Ein Weltmeistertrainer versucht, sich über Social Media vom Verein abzusetzen. 75 Millionen Euro Wintertransfers, alle umsonst. In weniger als 3 Jahren 6 verschiedene Cheftrainer. Jeder bringt andere Taktik, andere Prioritäten. Null Kontinuität. Lars und Vereinspräsident Gegenbauer geraten in offenen Krieg. Aber das Problem ist, laut der 50-Platz-1-Regel in der Bundesliga liegt die Stimmrechtsmehrheit bei den Vereinsmitgliedern. Lars investiert 377 Millionen, kann den Verein aber nie wirklich kontrollieren. Er zahlt also einen Höchstpreis für etwas, das er nie besitzen kann. Und als die normalen Mittel versagen? Lars engagiert eine von Ex-Mossad-Agenten gegründete israelische Privatnachrichtenfirma. Shibumi Strategy. Auftrag: Gegenbauer stürzen. Die Aktionen umfassen gefälschte Fanforen, Manipulation sozialer Medien, Karikaturen von Gegenbauer als Sensenmann und als Teufel. Jeder, der das online sieht, denkt, die Fans hassen diesen Mann wirklich. Aber hinter den Kulissen stecken israelische Geheimdienstleute. Warum das Ganze auffliegt, ist bittere Ironie. Nicht, weil jemand ermittelt, sondern weil Lars die Rechnung der Spionagefirma nicht bezahlen kann. Die Spione verklagen ihn. Ein Mann, der Spione anheuert, kann nicht mal deren Rechnung bezahlen. März 2023. Lars wird zum Verkauf seiner Anteile gezwungen. 379 Millionen rein, mit Verlusten von mehreren 100 Millionen wieder raus. Hertha steigt in derselben Saison als Tabellenletzter in die 2. Liga ab. Ein eingefleischter Fan namens Klaus sagt einen Satz: Er kann diesen Ball nicht kaufen, dieses Stadion nicht kaufen und diese Menschen nicht kaufen.
Aber Hertha ist nur ein einzelnes Bruchstück von Lars' Imperium. Gleichzeitig stürzt noch anderes ein. Hannover. Ein Wohnkomplex mit 245.000 Quadratmetern. Lars' Originalzitat auf der Eigentümerversammlung: Werden 80 Millionen gebraucht, dann nehmen wir 80 Millionen. Die Realität: Schimmel an den Wänden und monatlich 400.000 Euro Betriebskosten, umgelegt auf die Bewohner. Bewohnerin Silvia Hahn schaut jeden Tag aus dem 16. Stock und sieht, wie sich die Schimmelflecken an der Fassade ausbreiten. Kiel. Die Nobis Krug-Werft. 120 Jahre Geschichte. 580 Arbeiter haben nicht mal Schweißdraht. Die Kräne stehen seit Monaten still. Keine neuen Aufträge, keine Perspektive. Der Betriebsrat fasst es in 4 Worte: Es wird Luft verkauft. Sommer 2019. Die Journalisten Robert Smith und Cynthia Omorchu von der Financial Times veröffentlichen ihren Investigativbericht. Er legt H2O's riesige Positionen in Lars' nahen Firmen offen. Die Natixis-Aktie stürzt ab. Anleger ziehen in Panik ihr Geld ab. Innerhalb von 8 Tagen fließen 8 Milliarden Euro ab. Bruno nimmt ein Video auf, um die Anleger zu beruhigen. Er sagt in die Kamera: Wir werden niemals einen Fonds einfrieren. Dann kommt Corona. H2O's Fonds verlieren 50%. Als die liquiden Werte schrumpfen, steigt der Anteil von Lars' nicht veräußerbaren, toxischen Positionen im Fonds sprunghaft an und reißt die regulatorische Grenze. Die Aufsichtsbehörde erzwingt das Einfrieren großer Fondsteile. 1,6 Milliarden Euro an Anlegergeldern werden abgesondert. H2O's. Erklärung: Solange wir das Geld nicht von Lars zurückbekommen, können wir es euch nicht zurückgeben. Der französische Anleger Lionel Payet sagt: Ich schaue auf meinen Kontoauszug und die Zahl wird jeden Monat kleiner. Wie Schnee in der Sonne. Was hatte ihm sein Finanzberater damals gesagt? Du siehst die Namen Natixis, KPMG, Zates. Was soll da schiefgehen? Natixis hat nichts verhindert. KPMG hat nichts gefunden. KCs hat nichts gestoppt. Jedes einzelne Sicherheitsventil hat versagt. IAW 23 verhängt die französische Finanzaufsicht die höchste Strafe in der Geschichte der Vermögensverwaltungsbranche. 75 Millionen Euro gegen H2O, 15 Millionen gegen Bruno persönlich, 5 Jahre Berufsverbot. Aber das schockierendste Detail: H2O reichte bei der britischen FCA gefälschte Dokumente ein. Vorstandsprotokolle für Sitzungen, die nie stattgefunden haben. Und als die Aufsichtsbehörde fragt, ob sie mit Lars privat gereist seien, sagen sie nichts. Und in dieser ganzen Geschichte hat keine einzige Aufsichtsbehörde Lars Windhorst persönlich bestraft. Nicht eine. Warum? Weil Lars kein Fondsmanager ist. Er unterliegt nicht der Fondsaufsicht. Er schlägt nur ein Geschäft vor. Die regulierte Institution entscheidet, ob sie mitmacht. Er steht immer auf der anderen Seite der Grenzlinie. Die Türsteher bewachen jeweils einen Flur. Aber für die große Halle ist niemand zuständig. Das ist keine Lücke. Das ist das Design des Systems. November 2021, Frankfurter Börse. 2 deutschlandweit bekannte TV-Gesichter, Ralf Dümmel und Georg Kofler, feiern den Börsengang ihrer Social Chain AG. Ausgabepreis 54 Euro. Bewertung über 800 Millionen. Der 47-jährige Philipp kauft 400 Aktien zu 53 Euro. Keine 2 Jahre später steht die Aktie bei 2,50. Die BaFin stellt fest, dass das Unternehmen einen Bankkredit über 50 Millionen Euro als Betriebseinnahmen verbucht hat. Koflers Erklärung: ein neues Softwaresystem, das Fehler verursacht hat. Ein Softwarebug im Wert von 50 Millionen. 12 Tage später meldet die Firma Insolvenz an. Aktionäre verlieren rund 500 Millionen Euro. Dümmel kauft später das Unternehmen, das er einst mit 220 Millionen bewerten ließ, für 6 Millionen zurück. Prominente als Gütesiegel. Genau dasselbe Spiel wie das Foto des 19-jährigen Lars neben Kohl. Lars Windhorst. Vorbestraft. 2-mal pleite. Nie von einer Aufsichtsbehörde bestraft. Wie holt er sich über 2 Milliarden Euro von Europas angesehensten Fondsmanagern? Die Antwort ist nicht, dass das System Lücken hat. Die Antwort ist: Jeder, der ihm Geld gegeben hat, hat für sein eigenes tiefstes Verlangen bezahlt. Kohl brauchte ein Symbol für den deutschen Wirtschaftsaufschwung. Lars lieferte ihm ein 19-jähriges Wunderkind. Bruno brauchte in Zeiten niedriger Zinsen eine Quelle für Überrendite. Lars bot ihm attraktive Zinsen. Hertha-Fans brauchten den Osttraum vom Großstadtverein.
Lars gab ihnen ein Versprechen über 374 Millionen. Kleinanleger brauchten sichere und renditestarke Investitionen. Dümmel und Kofler gaben ihnen ein Lächeln aus dem Fernsehen. Ein Betrüger muss nicht, dass du ihm glaubst. Er braucht nur, dass du an das glaubst, was du dir selbst wünschst. Je mehr du willst, dass etwas wahr ist, desto schlechter wird dein Urteilsvermögen. Das ist keine Frage des IQs, das ist die Werkseinstellung des Menschen. Lionels Satz ist es wert, noch einmal gehört zu werden. Ich sah die Namen Natixis, KPMG, Katzes und fühlte mich sicher. Er vertraute nicht Lars, er vertraute nicht Bruno, er vertraute dem System, aber jeder Einzelne im System vertraute auf den Nächsten. Die Vertrauenskette reicht immer weiter nach unten. Und ganz am Ende ist nichts, eine hohle Matroschka. Und Lars? Von 1994 bis 2025, 32 Jahre, mindestens 3 Unternehmensinsolvenzen, eine Privatinsolvenz, eine strafrechtliche Verurteilung auf Bewährung, ein Flugzeugabsturz, ein Spionageskandal, ein laufendes Gerichtsverfahren. Jedes Mal steht er wieder auf. Jedes Mal gibt ihm jemand neues Geld. Der neueste? Nathaniel Rothschild. Nachkomme einer der größten Bankiersfamilien Europas. Ein Journalist, der ihn seit Jahren verfolgt, sagt: Ich habe nie jemanden gesehen, der härter arbeitet als Lars. Aber wenn ein Boxer zu Boden geht, leidet er selbst. Wenn Lars wieder aufsteht, steht er auf den Trümmern anderer. 580 Arbeiter ohne Schweißdraht. Silvia starrt aus dem 16. Stock auf den Schimmel. Lionel sieht zu, wie die Zahl auf seinem Kontoauszug Monat für Monat schmilzt. Ihnen wurde gesagt, wartet noch 11 Jahre. Und Lars sagt in einem Interview mit der FT, das Spiel ist noch nicht vorbei, wir sind höchstens bei Halbzeit. Ein Mann, der andere bluten lässt, redet von einem Spiel. Er rennt gegen die Zeit. Solange die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist, solange der nächste Mensch bereit ist zu glauben, hört dieses Spiel nie auf. Lars' Geschäftsmodell war nie Wert zu schaffen. Sein Geschäftsmodell ist, Erwartungen zu schaffen. Er verkauft eine Taktik die Geschichte der Zukunft und kassiert das Geld der Gegenwart. Wenn das Versprechen fällig wird, gibt es nur 2 Wege, eine noch größere Geschichte erzählen oder verschwinden. 1995 der Banker. Ein vom Kanzler empfohlenes Wunderkind steht vor dir. 2015 Bruno. Auf einer 74 Meter langen Yacht schenkt dir jemand Wein für über 1000 Pfund ein. 2019 die Hertha-Fans. Endlich will jemand diese Stadt groß machen. 2021 die Kleinanleger. 2 erfolgreiche Gesichter aus dem Fernsehen lächeln dich an. Jeder, der abkassiert wurde, war im Moment der Überweisung überzeugt, eine rationale Entscheidung zu treffen. Lars' Verfahren läuft noch. Die 1,6 Milliarden der H2O-Anleger sind noch eingefroren. Hertha kämpft im Mittelfeld der 2. Liga. Die Social-Chain-Anleger werden ihre 500 Millionen nie wiedersehen. Und in diesem Moment, irgendwo, lässt das nächste Wunderkind gerade ein beeindruckendes Logo entwerfen. Der nächste legendäre Fondsmanager wird gerade auf eine Yacht eingeladen. Die nächste Volksaktie bereitet gerade ihre Roadshow vor. Vom Logo eines 13-Jährigen bis zur 74 Meter langen Yacht. Von der Kanzlerempfehlung bis zur TV-Prominenz. Die Mittel ändern sich ständig. Die Grundlogik nie: finde dein Verlangen. Zieh ihm ein schönes Kleid an. Und dann warte, bis du freiwillig dein Geld rüberreichst. Und der nächste Lars Windhorst wird nicht sein Gesicht haben und nicht seinen Namen tragen. Vielleicht ist es ein KI-Gründer, ein Kryptoprophet, ein strahlend lächelnder Erfolgsmensch auf einer Kurzvideoplattform. Die einzige Konstante: er gibt dir das Gefühl, dass es deine eigene Idee war, ihm dein Geld zu geben. Diese Geschichten zu verstehen dient nicht dazu, die Opfer auszulachen, sondern dazu, beim nächsten Mal zu erkennen, was sich unter dem schönen Kleid verbirgt. Wenn du findest, dass solche Inhalte existieren sollten, sag mir, was du über Lars Spiel denkst, das noch nicht vorbei ist. Wir sehen uns in den Kommentaren, denn das Spiel endet nie. Lars hat es selbst gesagt, wir sind höchstens bei Halbzeit.